Herzlich willkommen zur Dezemberausgabe von Go Queer. Von uns natürlich mit der richtigen Stimmung. Wie immer haben wir einiges an News und Tipps für euch vorbereitet. In den News haben wir unter anderem den Hit der deutschen Jahrescharts und er stammt von einem schwulen, schwarzen Rapper. Außerdem eine Plakataktion gegen Homophobie im Fußball und von Storch von der AfD zeigt eine Drohgebärde im Bundestag. An Tipps haben wir außerdem unter anderem Anker der Liebe, Kanarie und Frankenstein. Aber zuerst brauchen wir natürlich wie immer unser Intro. Robert? Danke, Robert. Und hier unsere News. Die deutschen Jahrescharts sind da und auf Platz 1 finden wir Lil Nas X's Old Town Road. Lil Nas X mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill ist 20, schwarz und schwul. Während des diesjährigen Pride Months im Juni hat er sich geoutet. Jetzt ist er für 6 Emmys nominiert. Sein Musikstil ist eine Mischung aus Hip-Hop und Country. Umso bemerkenswerter ist daher sein Erfolg, denn Country ist traditionell ein sehr weiß dominiertes Genre. Lil Nas X? Sagt mir nichts. Komisch. Aber, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach als DJ weniger im Country unterwegs bin und erst recht nicht im Rap. Von daher, ich spiele da lieber ein paar andere Sachen. Hier meinen Titel beispielsweise. Musikgeschmack hast du. Weniger erfreulich ist das, was eine Transfrau in Schleswig-Holstein an ihrer Wohnungstür gefunden hat. Ein Zettel mit einer Morddrohung inklusive kruder Kritzeleien. Erst im November gab es einen ähnlichen Fall in Oppenheim, wo es einen Aufruf zur Gewalt gegen eine Transfrau mit ihrem Bild gab. Das sind leider keine Einzelfälle mehr, sagt die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Denn Täter fühlen sich immer sicherer. Sie verweisen dabei auch auf den 50-prozentigen Anstieg von Hasskriminalität gegen die LSBTI-Community innerhalb eines einzigen Jahres. Was mich in dem Zusammenhang echt wundert, ist, muss queer.de den genauen Wortlaut abdrucken oder sogar noch ein Bild von dieser Nachricht zeigen? Ich meine, die Botschaft wird dadurch noch verbreitet, ja gar repliziert und andere Menschen sogar inspiriert. Also wie mich beispielsweise. Wenn Bildnachrichten jetzt angesagt sind, ich habe mich inspirieren lassen, habe dann mal so ein paar Bildnachrichten selbst entworfen zum Beispiel oder hier auch Statement, ja, baue ich dem Nächsten direkt an die Wohnungstür und für euch besonders ganz wichtig, muss ich schon sagen. Also, so ist das. Das würde ich zumindest eher an meiner Wohnungstür finden wollen. Diese Atmosphäre der Intoleranz kann nur mit Gegenwind gebrochen werden. Der kommt zum Beispiel vom RB-Trainer Nagelsmann. Der war auf der Weihnachtsfeier des queeren Leipzig-Fanclubs Rainbow Bulls und hat sich da offen und positiv zum Thema Coming Out und Homosexualität im Fußball geäußert. Er begrüßt Coming-Outs und will auch Spieler, die sich vor ihm geoutet haben, unterstützen. Das Thema solle nicht länger ignoriert und weggeschoben, ausgeklammert werden. Das klingt doch schön einfach. Ja, einfach outen, dann lebt sich's besser. Dann bekenne ich mich demnächst zum Islam im Magdeburger Dom während des Gottesdienstes als bisher hochgelobter und begabter Pfarrer. Das wird jeder verstehen und akzeptieren und danach wird mir das Predigen viel leichter fallen.
Auch aus der Dortmunder Fußballszene gibt es noch was Schönes zu berichten. Plakate im offiziellen BVB-Design mit dem Hashtag Gemeinsam gegen Homophobie und dem Motto Jede Liebe ist echte Liebe. Mit verschiedenen Slogans gegen homophobe Vorurteile ziehen sie jetzt die Dortmunder Innenstadt. Coole Aktion, aber nicht vom BVB selbst. Immerhin, der Verein unterstützt diese Aktion und hat im Internet, auf ihren Social-Media-Kanälen, klare Position für die Aktion und gegen Homophobie auch im eigenen Kommentarbereich bezogen. Unangenehmer aufgefallen ist mal wieder die AfD. Dieses Mal Beatrix von Storch. Man kennt sie vielleicht noch aus 2016, wo es einen mittelgroßen Facebook-Skandal darüber gab zum Thema auf Kinderschießen. Am 27. November fand die Generalaussprache im Bundestag statt. Der SPD-Abgeordnete Kaas kritisierte dabei seinen AfD-Vorredner, der unter anderem die Grünen-Politikerin Claudia Roth misgendert hatte. Neben der normalen rechten Rhetorik. Dabei zeigt er an, dass ihm der Rechtsextremismus bis zum Hals stehe. Von Storch fährt sich daraufhin mit der Hand über den Hals in einer Rübe-runter-Geste. Jetzt sieht sie sich natürlich als Opfer und missverstanden, 2016. Was umso interessanter ist, da im Oktober ihre Parteikollegin Alice Weidel einen Mann aus einer AfD-Veranstaltung entfernen ließ, weil er angeblich genau diese Geste gemacht haben soll. Also das kann ich aber vollkommen verstehen. Ich meine, bei den Gesten, da muss man so sehr auf das Detail achten. Ja, dieser Es steht mir bis hier Geste zu verwechseln mit der Geste. Also wer beispielsweise eine Vorwärts-, Rückwärts-, Links-Rechts-Schwäche hat, der kann das einfach durcheinander bringen. Das ist ja vollkommen nachvollziehbar. Auch als wenn die AfD jetzt als nächstes vielleicht will sie bloß Frieden zu uns bringen mit dem Peace-Zeichen, ja, Peace, genau, und dann verwechselst du vielleicht das zwei Finger raushalten mit vielleicht allen Fingern raushalten. Das, ja, kann doch passieren. Also auf jeden Fall ist es ein cooler Trick, um fragwürdige Gesten wieder in der Öffentlichkeit zu etablieren, oder? Also vielleicht kann man das sogar als Erkennungsmethode nutzen, um für Eingeweihte sein schwarzes Wolfsfell durch den Schafspelz durchblitzen zu lassen. Also, wenn die AfD das vielleicht sogar absichtlich macht. Oh, oh. Muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Weiter geht's mit den Bischöfen Deutschlands, die jetzt offiziell Position gegen die Homo-Heilung bezogen haben. Auf der katholischen Fachkonsultation in Berlin sind sie zu folgenden Schlüssen gekommen. Homosexualität ist eine normale Ausprägung der menschlichen Sexualität und deswegen ist die Diskriminierung und auch eine versuchte Veränderung derselben daher unzulässig. Soweit ist man sich einig. Weiterhin umstritten ist allerdings die praktizierte Homosexualität, also gleichgeschlechtlicher Sex. Wenn ich mir das so anhöre, dann konvertiere ich doch lieber jetzt wieder vom Islam zurück zum Katholizismus. Die scheinen ja jetzt doch langsam in diesem Jahrtausend angekommen zu sein. Aber so viel dann erstmal zu den Katholiken. Weiter geht's mit den Evangelien. Die evangelische Kirche Mitteldeutschland hat die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare neu geregelt. Bisher lag die Entscheidung, ob ein Segen ausgesprochen wird, beim Pfarrer. Generell aber möglich. Jetzt soll das Ganze Sache der Gemeinde, also dem Gemeinderat plus Pfarrer, werden. Der Pfarrer kann allerdings weiterhin auf Gewissensbasis den Segen verweigern. Die EKD formuliert allerdings gleichzeitig die Bitte, alle rechtsgültig anerkannten Ehen auch zu segnen. Ich überlege gerade, bei den Katholiken, sagtest du, war kein Sex möglich? Vielleicht gehe ich dann doch wieder zurück zu den Evangelien. Ach, warum eigentlich nicht? Und nach dem nächsten GoQueer-Artikel konvertiere ich dann zum Agnostizismus. Damit wechsle ich wenigstens meine Religion immerhin so oft wie andere ihre Sexpartner. Ich glaube, ja,
Buddha zündet sich schon die Zigarette, das Räucherstäbchen danach an. Das Bild hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Zum Abschluss der News haben wir dann noch die Präsentation des 2020er Mottos des CSD Kölns. Zum 30. Jubiläum der deutschen Einheit ist das diesmal an die Nationalhymne angelehnt. Einigkeit, Recht, Freiheit. Online gab es etwas Kritik, da diese Mottowahl angeblich mit der Tendenz zum Nationalismus einherginge. Der CSD will dabei laut eigener Aussage die Definition von patriotischen Werten einfach nicht den Rechten überlassen. Wer wäre für Reframing eigentlich besser geeignet als die queere Community? Allein schon das Wort queer hat damals eine negative Bedeutung gehabt, ist sogar als Schimpfwort verwendet worden und ist heute eine ganz neutrale Bezeichnung. Weitere Beispiele sind die Wörter Dyke und auch schwul. Alles ehemalige Schimpfwörter. Klauen wir also den Nazis ihre Wörter, bis ihnen die Sprache wegbleibt und sie sich nur noch mit missglückten Zeichnungen verständigen können. Equality first. Respekt den Menschen. Eine Obergrenze für Übergriffe. Bei 0, bitte. Intoleranz raus. Das wird man ja wohl noch tanzen dürfen. Also dieses Thema, das spannt ja so an, da brauche ich jetzt ein Entspannungsbad. Vielleicht im Hammam. Hammam, das ist unser erster Filmtipp für euch. Der römische Innenarchitekt Francesco bekommt ein Hammam in Istanbul vererbt. So fährt er in die Türkei, um die Angelegenheiten zu regeln. Vor Ort zieht ihn die Kultur aber unerwartet in ihren Bann. Und so beschließt er, das Hammam sogar zu renovieren. Das gefällt seiner Frau Martha gar nicht. Doch es kommt noch viel queerer. Mehmet hilft Francesco bei gemeinsamen Badbesuchen, die Hammam-Kultur kennenzulernen. Den Rest überlasse ich eurem Kopfkino. Oder ihr bestellt euch den Film direkt. Er ist jetzt in digital restaurierter Fassung bei Salzgeber erschienen. Das Original ist übrigens von 1997. Hat sie jemals von meiner Mutter gesprochen? Und von mir? Hat sie von mir auch nie erzählt? Doch, ich wusste zum Beispiel, dass du das Hammam erben würdest. Wie haben Sie es genannt? Hammam. Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Ein Hammam ist ein seltsamer Ort, an dem der Dampf die Sitten lockert und die Körper. Ich habe hier viele Freunde, die dankbar wären, wenn ich ihnen eine gemütliche und diskrete Zuflucht für besondere Momente bieten würde. Ich möchte das türkische Bad wieder herrichten, falls das möglich ist. Du meinst also, dass du es besser verkaufen kannst, wenn es renoviert ist? Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Du hast dich hier eingeschleimt und die Situation ausgenutzt. Du wolltest einfach nur dein Vergnügen haben und das tun, wozu du in Rom zu feige warst. Hast du es schon verkauft? Nein, noch nicht. Lass dich nicht über den Tisch ziehen. Verkaufe möglichst schnell und reise wieder ab. Seltsam, ich bin in die Türkei gekommen, um ihn zu verlassen. Und jetzt? Sie lieben ihn. Manchmal bei Sonnenuntergang übermannt mich die Melancholie. Aber dann kommt plötzlich diese kühle Brise und trägt sie mit sich fort. Es ist ein eigenartiger Wind, den ich nirgendwo sonst gespürt habe. Fast schmeichelnd. Und er liebt mich. Wäre es nicht super nice, auf einem Hausboot in den Londoner Kanälen zu leben? Eva und Cat aus dem Film Anker der Liebe leben diesen Traum und führen ein erfrischend relaxtes Dasein. Dann braucht es wie in jedem guten Film noch ein Thema, das Spannung hineinbringt. Hier übernimmt das Evas Mutter und bringt einen Kinder- oder Enkelwunsch ins Spiel. Cat wehrt sich dagegen, bis Roger aus Barcelona auf der Türschwelle des Bootes steht. Zu dritt wächst dann doch der Plan, eine Familie zu gründen und die Sachen oder Dinge nehmen ihren Lauf. Der Film wirkt erfrischend unkonventionell und bringt neue Ideen mit neuen Herausforderungen zur Sprache. Wie gestaltet sich das Leben für ein Kind mit 3 Eltern? Wie kriegt man alle Lebensentwürfe unter einen Hut? Was ist mit den biologischen, den medizinischen und auch den rechtlichen Konsequenzen? Von daher ist der Film aus meiner Sicht sehr zu empfehlen, insbesondere mit dem erfrischend frechen Charakter der Mutter und dem Zusammenspiel mit ihrer Tochter Eva. Wait, 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 wait! You must be sent off properly. Please protect and guide little chorizo
on his journey. Hey ya na, hey ne yo way, hey ya na. Did you see what my mum did for our cat? I want my children to know who I'm talking about when I'm talking about that magnificently wacky lady. Sorry, I think it's narcissistic to have a baby. Just wanting little mini face versions of yourself running around. I'm not laughing. I want a baby. We live on a boat. The children So, Mum, we are having a baby. Oh, darling. Oh, Mama. Oh, darling. It all seems so very complicated. Well, I mean, one person is complicated. 2 people, you know. But 3 people. I need you to be. You were never meant to be the father. Me voy a Barcelona. O sea, ¿te vas a ir y me dejas con el marrón? El marrón o el niño. I just know I'm not going to regret this, ever. And I'm not going to be very good at the beginning, but I'm going to learn. I'm going to learn, we'll learn together, and we'll be okay. Kommen wir vom leichtfüßigen Spannungsthema zum Albtraum aller Freiheits-, Mode- und auch kunstliebenden Jungs, dem Einzug ins Militär. Johann Niemand gehört zu ihnen, sitzt auch schon mal im Brautkleid mit Lippenstift und Lidschatten mit seinen Freundinnen zusammen und muss dann verkraften, dass er ins Militär muss. Aber es scheint eine Nische zu geben, die Canaries, ein Soldatenchor, geleitet vom freundlichen Reverend Engelbrecht und dem strengen Reverend Koch. Im Laufe einer Tournee verliebt sich Johann in seinen Chorkameraden Wolfgang. Wenn man jetzt noch zur Militäratmosphäre die Info gibt, dass der Film in den 80er Jahren spielt, dann ist das Konfliktfass bereit zur Zündung. Lasset das Feuerwerk beginnen. Johan, die postman wil sê jou oproepinstruksies het gekom. Die aanbieding sit nie gemaklik met enigeen van ons nie, maar as hy ten minste by die Canaries kan inkom, dan sit net 'n paar tree terug in steede van reguit hel toe. Nasionale diensplig is 'n voorreg. Die voorreg en plig van elke jong burger om sy land gedurende 'n tyd van nood te verdedig. Julle wat hier sit, is ons uitverkorenes. Die Canaries van 1985. 'n Kanarie, Johan, niemand ek hoor. Vir die volgende 2 jaar gaan ons saam werk, woon, eet, sweet, ontspan en aanbid. Want dit is jou voorreg en jou plig. Hou jy van musiek? Ja, baie ons. Sharky's day today. Almal sê julle is 'n koor uit die hemel uit. 'n Engelekoor. Liefdom se trots. Die pad het julle moffies. Okay, ek gesien. En jy meisie? Sodra jy Kokie oopstaan, dan vlieg jy weg. Ons sing in 'n koor, maar ons het nie 'n stem nie. Want dit gaan over jou oor jou. Dis mos altyd die victim. Kom sê dit nie voor my. Ek is jou ma, jou meneer, jou meisie of jou maatjie nie. Ek is jou korporaal. Ons moet die oorlog tot aan die einde toe veg. Want hoe nader aan die einde, hoe feller sal die totale aanslag van die duiwel word. Maar onthou hierdie gevoel, hierdie woede, want anders gaan dit eendag 'n naam weer verander. Ek weet nie wat jy volgende gaan wil sê nie, maar ek wil dit nie hoor nie. Wat het ek aan jou gedoen? Ek was fyn voor jy in my lewe ingekom het. Ek weet nie meer wie en wat ek is nie. Zugegeben, ich bin schon ins Zweifeln gekommen, als ich gelesen habe, dass das Buch Frankenstein die Trans-Thematik mit Frankenstein in Verbindung bringt. Der Titel in dieser platten Aufmachung macht den Eindruck leider nicht besser. Aber zunächst zur Handlung. Es gibt 2 ineinander geschobene Erzählstränge. Der eine findet im Sommer 1816 statt. Dort diskutiert die junge Mary Shelley mit ihrem Mann, ihrer Stiefschwester, dem Lord Byron sowie dem Arzt John Polidori Fragen des Übernatürlichen. Kurz darauf erfindet sie den Dr. Victor Frankenstein. In der zweiten Story finden der Londoner Arzt Roy Shelley
und der Computerspezialist und Bot-Entwickler Victor Stein zusammen. Y liefert Victor dabei Leichenteile für seine Experimente zu künstlicher Intelligenz. Beide Handlungsebenen beziehen Liebe und Erregung mit ein. Mary und ihr Mann Percy einerseits, Y und Victor andererseits in einer moderner anmutenden Form, denn Victor hielt sich bisher selbst für hetero, doch Y fasziniert ihn. Und hier passiert dann wirklich das Befürchtete. Die rein biologische Fokussierung des Romans auf Körper und einem Erschaffungsprozess aus eigenen Vorstellungen. Dabei wirft der Roman auf der anderen Seite doch sehr interessante und technologisch-ethische gesellschaftliche Fragen auf. Was kann und was ist künstliche Intelligenz? Und was dagegen ist menschlich? Wie definiert sich Leben und warum will der Mensch eigentlich andauernd erschaffen? Oder auch meine Lieblingsfrage, wird die Zukunft sexistisch sein, weil sie von männlichen Nerds programmiert wird? Was ja bedeutet, oder auch die Frage mit aufwirft, wie stark wird Zukunft eigentlich von Algorithmen bestimmt? Für mich ergibt das Buch also doch einen ziemlichen Zwiespalt. Technologisch ist es mit interessanten Fragestellungen versehen, queer-theoretisch wahrscheinlich aber zu platt und nicht dem gerecht, was beispielsweise Trans heutzutage bedeutet. Beim Lesen sollte sich aber jeder seine eigene Meinung bilden. Allerdings würde ich eine Triggerwarnung nicht für unangebracht halten, was Themen rund um Trans betrifft. Danke, Robert. Damit sind wir dann aber auch schon am Ende dieser Ausgabe von Go Queer angelangt. Wir wünschen euch frohe Feiertage und hoffen euch zum Jahresrückblick an Silvester wiederzusehen. 31.12., 18 Uhr im offenen Kanal und dann auch auf YouTube. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.